2019 nahm ich an einer Veranstaltung für Medizinbibliothekarinnen in Basel teil. Ich hatte mich im Vorfeld für verschiedene Workshops angemeldet, wurde dann aber spontan von einer Kollegin überredet, einen ganz anderen Workshop zu besuchen. Wird dir gefallen, meinte sie. Ja, und das war dann auch so. In dem Workshop ging es um Graphic Medicine, in welcher Comics oder Graphic Novels verwendet werden, um medizinische Inhalte darzustellen. Meist werden darin Erlebnisse, Gedanken und Gefühle von Patientinnen, deren Angehörigen oder medizinischem Personal dargestellt. Die Kombination von Text, Bildern und Symbolen macht die Inhalte dabei intuitiv viel zugänglicher, als das ein reiner Text könnte. Man sieht die Gesichtsausdrücke, man liest unausgesprochene Gedanken und kann sich so wie in einem Roman in die Hauptfigur hineinversetzen. Gleichzeitig erfährt man aber auch medizinische Fakten. Und anders als vielleicht bei einem medizinischen Lehrbuch natürlich nicht detailliert alle Fakten und alle Möglichkeiten, die es für die Behandlung einer spezifischen Erkrankung gibt, sondern es ist mehr eine Art Fallbericht, in dem man halt die Geschichte eines einzelnen Patienten oder einer einzelnen Patientin erfährt und miterlebt. Für wen sind solche Geschichten interessant? Natürlich einerseits für Patientinnen und Patienten, die sich mit ihrer Erkrankung auseinandersetzen möchten, andererseits aber auch für Angehörige, die mehr erfahren möchten darüber, wie sich eine Person vielleicht fühlt, und schließlich auch für angehende Ärztinnen und Ärzte, die an ihrer Empathie arbeiten wollen oder erfahren möchten, wie es ist, eine schwierige Diagnose zu überbringen, wie das auf die Patientinnen wirkt. Im Anschluss an diesen Workshop habe ich mich dann informiert, welche Bücher es in dem Bereich gibt, die für unsere Bibliothek interessant sein könnten, und ein paar neuere eingekauft, die ich hier vorstellen möchte. Das eine ist das Glossary of Awkward von Brandon MacDonald und Corinne Gray. Hier geht es um Krebserkrankungen und das Problem, dass man als erkrankte Person nicht unbedingt gleich allen Leuten im Umfeld mitteilen möchte, dass man nun Krebs hat, weil man auch ein bisschen Angst davor hat, wie die Reaktionen sein könnten. Die meisten Leute sind ja nicht besonders geübt im Umgang mit Erkrankten. Die möchten dann irgendetwas Nettes sagen, das unter Umständen völlig daneben erscheint für die erkrankte Person. Wer also Gesprächsstoff sucht oder wissen möchte, was er sicher nicht sagen sollte, ist mit diesem kleinen Büchlein gut bedient. Auch ein schönes Beispiel, welches Personen im Umfeld einer betroffenen Person weiterhelfen kann, ist Schattenspringer 3 von Daniela Schreiter. Daniela ist Autistin und da jeder Autist anders betroffen ist, hat sie in diesem Buch ein paar Kolleginnen und Kollegen eingeladen und führt mit denen Interviews zum Thema Schule, Ausbildung, Beruf und Beziehungen. Im zweiten Interview geht es um Clara und Sozialkontakte. Nachdem Clara ihre Ausbildung abgeschlossen hat und in die Berufswelt einsteigt, denkt sie sich, das ist doch eine gute Gelegenheit, um neue Sozialkontakte zu knüpfen. Sie geht dann also mit ihren neuen Kolleginnen auch Mittagessen, findet aber die Themen, die beim Mittagessen gesprochen werden, furchtbar langweilig. Und stellt fest, untereinander konnten die Kolleginnen sehr wohl etwas miteinander anfangen, nur sie saß zwar dabei, aber gehörte irgendwie nicht dazu. Ihre Schlussfolgerung ist dann, innerlich die Sozialkontaktsuche zu kündigen. Dieses Buch gefällt mir besonders gut, weil die Charaktere so liebevoll gezeichnet sind. Ein weiteres Beispiel eines Comics einer betroffenen Person ist Burnout von Maike Hartjes. Maike ist selbstständige Illustratorin oder arbeitet als Comiczeichnerin, als Live-Comiczeichnerin auf Events. Und sie merkt, dass je mehr Aufträge sie annimmt, desto öfter sie immer wieder krank wird, Erkältungen hat, im Bett liegt und durch ihre Arbeit, die eigentlich so viel Spaß macht, immer mehr belastet wird. Sie merkt, dass sie ein längeres Timeout nehmen muss und sich mehr Ruhe gönnen muss. Und mit der Zeit realisiert sie dann, sie hat ein Burnout. An ihrer Arbeit liegt ihr sehr viel und sie möchte natürlich auch keine Kunden enttäuschen und keine Aufträge ablehnen. An einer Party realisiert sie aber, dass Arbeit für verschiedene Personen ganz unterschiedliche Bedeutungen haben könnte. Eine Partybesucherin sagt, ich hasse meinen Job, aber ich verdiene damit Geld für angenehme Dinge. Und ich habe das akzeptiert und es frustriert mich auch nicht. Und jemand anders sagt, ja, ich brauche nicht viel im Job, ich habe ja daneben ganz viele Projekte. Dieses Buch ist toll,
weil es mit ganz einfachen Zeichnungen auskommt. Man erlebt dann mit Maike ihr Auf und Ab mit ihrem Burnout und dem Versuch, wieder mit der Arbeit einzusteigen. Hier Montag, 2. März, da klopfen Panikanfall, Müdigkeit und Trübsinn mal wieder an ihre Tür, nur um sie daran zu erinnern, dass sie noch da sind. Und Maike sagt, ach natürlich, ich habe schon auf euch gewartet. Aber ihr scheint doch irgendwie geschrumpft zu sein. Geht's euch denn gut? Und realisiert dann, ja, die sind geschrumpft, weil es ihr nämlich langsam wieder besser geht. Eine weitere betroffene Person ist Francine. Francine gerät in die Wechseljahre und merkt das anfangs gar nicht, weil es nämlich nicht typisch mit irgendwelchen Zyklusunregelmäßigkeiten und Hitzewallungen losgeht, sondern damit, dass sie sich im Beruf einfach nicht mehr konzentrieren kann. Das ärgert sie ganz besonders, denn sie stellt sehr hohe Ansprüche an sich. Sie hat nämlich Zhang, die in ihr wohnt, eine Sklaventreiberin, die ja immer wieder sagt, es sei nicht gut genug, arbeite weiter, beeil dich mal, du Schlaftablette. Und im Laufe des Buches findet sie dann einen Umgang mit ihren inneren Stimmen. Ich habe am Anfang erwähnt, dass es nicht nur Graphic Medicine Bücher aus Sicht von Patientinnen und Angehörigen gibt, sondern auch aus Sicht von Ärztinnen und Ärzten. Und da ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Beispiele The Bad Doctor von Ian Williams. In dem Buch geht es um das Leben von Dr. Ivan James, der zusammen mit Robert Smith eine Gemeinschaftspraxis im Bereich urogenitale Beschwerden im ländlichen Wales führt. Als Ausgleich zu seiner Arbeit geht Ivan gerne Velo fahren und er kauft sich auch ständig neue Fahrräder, nicht gerade zur Freude seiner Frau. Es werden in dem Buch dann auch immer wieder absurde Situationen aus dem Praxisalltag gezeichnet und beschrieben. Hier zum Beispiel ein Patient, dem gleich mal die Zahnprothese aus dem Mund fällt und der Mundgeruch hat, worauf der Arzt meint, die Prothese scheint nicht besonders gut zu sitzen. Und der Patient sagt, ist ja auch nicht meine, ist von meinem Bruder. Ja, und der Bruder war letztes Jahr gestorben. In der Gemeinschaftspraxis arbeitet auch Lois Pritchard, The Lady Doctor. Sie wird von den beiden Ärzten angefragt, ob sie nicht Teilhaberin werden möchte, was aber ein sehr großes Commitment wäre, finanziell und zeitlich, und sich für sie einfach irgendwie nicht richtig anfühlt. Gerade diese Bücher aus Ärztesicht üben manchmal auch Kritik am Arztberuf aus, zum Beispiel im Umgang mit Patienten mit Depressionen oder der Verschreibungspraxis von Schmerzmitteln. Nun habe ich euch ein paar Bücher vorgestellt, die mir besonders gut gefallen haben. Schreibt mir doch unten in die Kommentare, ob es Bücher gibt, die ich für unsere Bibliothek noch anschaffen sollte oder die ich selber lesen sollte. Danke und bis zum nächsten Video.